Weisheiten vergangener Zeiten. So hätten wir denn beisammen die Früchte des Fortschritts. Wie ein fressendes Feuer fegte es über die Erde hin, und wo ist die Stätte einmal gründlich kahl gebrannt, da gedeiht nichts mehr, solange es noch Menschen gibt. Vertilgte Tier- und Pflanzenarten erneuern sich nicht, die heimliche Herzenswärme der Menschheit ist aufgetrunken, verschüttet der innere Born, der Liederblüten und heilige Feste nährte, und es blieb ein mürrisch kalter Arbeitstag, mit dem falschen Flitter lärmender Vergnügungen angetan. Kein Zweifel, wir stehen im Zeitalter des Unterganges der Seele. Wenn wir über die Arbeit sprechen, sprechen wir über Jobs, über Stress, über Termine, über Karriereziele, Wochenpläne und das Gefühl, am Ende des Tages produktiv gewesen zu sein. Aber selten sprechen wir über die Grundfrage: Warum arbeiten wir überhaupt so viel? Was ist das Ziel all dieser Anstrengung? Ist es wirklich das gute Leben oder nur das reibungslos funktionierende System? Was, wenn die Menge der Arbeit, die wir leisten, gar nicht notwendig ist? Wenn wir über Arbeit sprechen, lohnt es sich, einen Schritt zurückzutreten, nicht ins Büro der letzten Generation, sondern weit darüber hinaus, zu Gesellschaften, die nie industrialisiert wurden. Gesellschaften, die ohne Geldwirtschaft, ohne Maschinen und ohne Hierarchien auskamen und trotzdem lebten. Nicht in Armut, sondern in Selbstgenügsamkeit. Anthropologen wie Richard B. Lee, Marshall Sahlins, aber auch James Sussman, Pierre Clastres oder Colin Turnbull haben sich mit solchen sogenannten Jäger- und Sammlerkulturen beschäftigt, und ihre Erkenntnisse stehen im starken Widerspruch zu unserem modernen Bild von Arbeit. Ein zentrales Beispiel ist die Kung-San-Gesellschaft im südlichen Afrika. Diese Menschen leben in der lebensfeindlichen Kalahari-Wüste, jagen wild, sammeln Beeren und Wurzeln und arbeiten dabei durchschnittlich nur 15 bis 20 Stunden pro Woche. Der Rest der Zeit ist geprägt von sozialem Austausch, Spiel, Musik, Tanz, Ritual und Schlaf. Es gibt keine chronische Erschöpfung, keine künstlich beschleunigte Zeit. Ähnlich zeigt es sich bei den Hadza in Tansania, den Aborigines in Nordaustralien oder den Ache im Amazonasgebiet. Arbeit ist episodisch, nicht durchgetaktet. Es wird nur das getan, was täglich gebraucht wird. Es gibt keine Idee davon, mehr zu leisten als nötig. Auch außerhalb Afrikas, etwa bei den Kaska in Kanada, den Yamana in Feuerland, zeigen sich dieselben Muster. Genügsamkeit ersetzt Akkumulation, Beziehung ersetzt Bürokratie, Zeit ist kein knappes Gut, sondern ein selbstverständliches. Der Anthropologe Marshall Sahlins prägte dafür den Begriff der ursprünglich wohlhabenden Gesellschaft. Er meinte damit nicht materiellen Reichtum, sondern die Fähigkeit, mit wenig Aufwand ein gutes Leben zu führen. Ein Leben, das nicht von der Uhr bestimmt ist. Was bedeutet das für uns? Viele dieser Gesellschaften haben weder Gold noch Lohnarbeit gekannt und trotzdem oder gerade deswegen weniger Arbeitszeit, weniger Stress, weniger soziale Entfremdung. Und das ist kein reines Phänomen einfacher Stammesgesellschaften. Auch komplexere vorindustrielle Gesellschaften hatten wesentlich mehr Freizeit als wir heute. Historiker wie E.P. Thompson und Juliet Shaw zeigen, dass Bauern und Handwerker im mittelalterlichen Europa trotz niedriger Produktivität oft mehr freie Tage hatten als moderne Angestellte. Im 14. Jahrhundert etwa hatten viele europäische Arbeiter über 100 Feiertage pro Jahr, teils bis zu 180 freie Tage, wenn man Feiertage, Sonntage und religiöse Ruhezeiten zusammennimmt. Selbst in der Frühphase der Industrialisierung arbeiteten viele Menschen saisonal oder in Intervallen, nicht in durchgehenden Wochenzyklen. Arbeitszeit war nicht rigide organisiert, sondern eingebettete Naturzyklen, religiöse Kalender, Erntezeiten und gemeinschaftliche Pausen. Das heißt, die starre 40-Stunden-Woche ist historisch gesehen eine Anomalie. Beziehen wir aber das Ganze auf die heutige Zeit. Natürlich, diese Gesellschaften hatten weder moderne Medizin noch globale Versorgungsketten. Aber sie haben etwas, was wir trotz unseres Wohlstandes oft verloren haben: ein selbstbestimmtes Verhältnis zur Arbeit. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der Maschinen, Technologie und Infrastruktur es längst erlauben würden, die tägliche Arbeitszeit drastisch zu senken, vielleicht auf 3 oder 4 Stunden. Aber stattdessen entstehen immer neue Jobs. Jobs, die nur notwendig sind, weil anderen keine Zeit mehr bleibt.
Wenn jemand 40 Stunden pro Woche im Büro sitzt, hat er keine Kraft mehr zu kochen und bestellt, keine Zeit zum Putzen, also engagiert er Reinigungskräfte, keine Energie für Kinder oder Alte, also schaffen wir Betreuungseinrichtungen, obwohl viele Menschen diese Care-Arbeit eigentlich gerne in Gemeinschaft leisten würden. Andere Berufe entstehen nur, weil wir Probleme erzeugen, die es vorher nicht gab. Marketingberufe für Produkte, die kein Mensch braucht. Versicherungen für Risiken, die durch unser Lebensmodell erst entstehen. Wellness- und Fitnessindustrien, weil der Alltag uns körperlich entkräftet. Fast Fashion, Plastikspielzeug, Energy Drinks, Online-Gadgets, oft produziert auf Kosten der Umwelt und der Gesundheit. Wenn wir weniger konsumieren würden, nicht aus Verzicht, sondern aus Klarheit, dann gäbe es keinen Bedarf für einen Großteil der globalen Logistik, der Werbung, der Konsumberatung, des Verpackungsdesigns. Und damit auch keinen Bedarf für viele Millionen Jobs, die nur existieren, um unseren Konsum zu ermöglichen. Dieselbe Feststellung machte ein Philosoph schon vor etwa 100 Jahren. Schon 1932 stellte Bertrand Russell die Frage, warum arbeiten wir eigentlich noch so viel? In seinem Essay Lob des Müßiggangs argumentierte er, dass mit damaliger Technologie jeder Mensch mit etwa 4 Stunden sinnvoller Arbeit pro Tag alles Notwendige zum Leben beitragen könnte, vorausgesetzt wir beenden die Produktion des Überflüssigen. Denkt euch mal, was würde wegfallen, wenn wir weniger konsumieren, auf Werbung verzichten, keine Wegwerfprodukte mehr kaufen, Gesundheitsbelastendes wie Tabak oder überzuckerte Produkte nicht mehr produzieren. Die Jobs in diesen Bereichen, das Marketing dafür, die Verpackung, die Logistik, die Reinigung danach. Ein ganzer Arbeitskosmos, der nur dazu dient, Bedürfnisse zu wecken, die vorher nicht da waren, und Krankheiten zu erzeugen, die wir dann wieder behandeln müssen. Wenn wir Arbeit von Konsum abkoppeln, könnten wir unsere Gesellschaft neu gestalten. Weniger Produktionsdruck, mehr lokale Selbstversorgung, gemeinsame Pflege statt ausgelagerte Care-Arbeit und vor allem mehr Zeit für uns. Zeit, die nicht leer ist, sondern gefüllt mit echter Tätigkeit. Gärtnern, Kochen, Musik, Gesprächen, Bewegung, Bildung. Dinge, die nicht bezahlt werden müssen, weil sie wertvoll an sich sind. Die heutige Arbeits- und Konsumgesellschaft ist weder naturgegeben noch alternativlos. Sie ist das Resultat historischer Entwicklungen, wirtschaftlicher Interessen und kultureller Narrative. Und sie bringt tiefgreifende Schäden mit sich. Gesundheitlich erzeugt die 40-Stunden-Woche in Kombination mit ständiger digitaler Erreichbarkeit eine chronische Überforderung. Burnout, Depression, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychosomatische Beschwerden sind keine Randphänomene, sondern systematische Folgen eines Lebens gegen den eigenen Rhythmus. Ökologisch fußt der Überfluss an Konsumgütern auf einem Raubbau an Ressourcen, der nicht nur jetzt unsere Umwelt, sondern auch die Lebensgrundlage kommender Generationen gefährdet. Die Natur zahlt den Preis für unseren künstlich beschleunigten Lebensstil in Form von Artensterben, Klimakatastrophen und vergifteten Ökosystemen. Sozial verschärft dieses System die Schieflage. Während Millionen Menschen in Jobs arbeiten, die weder Sinn noch gesellschaftlichen Nutzen haben und oft sogar Schaden anrichten, herrscht in wirklich lebenswichtigen Bereichen wie Pflege, Bildung, Reparatur oder Ernährung ein eklatanter Mangel. Die Arbeit ist falsch verteilt, qualitativ wie quantitativ. Zivilisatorisch basiert all das auf einem Trugschluss, dass Menschen nur unter Druck und Fremdbestimmung produktiv seien. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wenn Menschen selbst über ihre Zeit verfügen, wenn sie Tätigkeiten nach Sinn, Fähigkeiten und Bedürfnissen ausrichten dürfen, dann entsteht nicht Chaos, sondern Kreativität, nicht Stillstand, sondern Lebendigkeit. Ein gutes Leben entsteht nicht durch Maximierung von Konsum oder Beschäftigung, sondern durch Zeit, Sinn und soziale Einbettung. Es braucht deshalb nicht mehr Arbeit, sondern weniger entfremdete Arbeit, weniger destruktiven Konsum und mehr Selbstbestimmung über das eigene Leben. Nur so kann eine gesündere, gerechtere und zukunftsfähigere Gesellschaft entstehen. Der Mensch ist kein funktionierender Organismus im Dienste eines Systems. Er ist ein fühlendes, denkendes, schöpferisches Wesen, das seine Lebenszeit nicht im Tausch gegen Geld verbringen sollte, wenn es nicht notwendig ist. Aber was meint ihr? Ist eine geringere Arbeitszeit möglich? Wie viel der Arbeit ist wirklich notwendig? Und welche Jobs könnten verschwinden, wenn wir achtsamer konsumieren würden? Schreibt es in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr diesen Gedanken teilt, und ein Abo, wenn ihr mehr davon hören wollt. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.